Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unserer Führung durch das Deutsche Marinemuseum, das nun glücklicherweise seit diesem Wochenende auch wieder, wenn auch unter Auflagen, für Gäste geöffnet hat. Wir laden Sie also herzlich ein, das, was ich Ihnen heute nahebringe, sich auch wieder live und in Farbe bei uns anzusehen. Wir beschäftigen uns heute mit der dunkelsten Epoche deutscher Marinegeschichte, der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur und des Zweiten Weltkrieges zwischen 1933 und 1945. Mark Twain hat einmal gesagt, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Und so wird Ihnen manches, was ich Ihnen heute erzähle, möglicherweise bekannt vorkommen, dass man vor dem Krieg auf große, schwere Überwassereinheiten gesetzt hat und im Krieg dann eigentlich Unterseeboote eine große Rolle gespielt haben, übersteigerte Kriegsziele und ein totales Scheitern. Die Historiker sprechen deshalb auch vom Ersten und vom Zweiten Weltkrieg als einer Epocheneinheit, als im Zeitalter der Weltkriege. Trotzdem gibt es zwischen beiden Epochen gravierende Unterschiede. Das betrifft schon allein das Regime. Das Kaiserreich war ein Obrigkeitsstaat, die nationalsozialistische Herrschaft war eine totalitäre Diktatur. Auch die Kriegsziele waren unterschiedlich. Das Kaiserreich strebte nach Weltgeltung, das Deutsche Reich strebte nach Weltherrschaft und setzte dazu einen beispiellosen Vernichtungskrieg in Gang. Wie hatte es so weit kommen können? Es ist nicht zuletzt das Scheitern des Ersten Weltkrieges, das in den Zweiten Weltkrieg mündet, das Gefühl, ungerechtfertigt diesen Krieg verloren zu haben, die Bedingungen des Versailler Vertrages, mit denen man sich ungerecht behandelt fühlte, nicht zuletzt die Weltwirtschaftskrise des Jahres 1929 setzte eine Entzweiung der Gesellschaft in Gang, die wir schon einmal zum Ende des Ersten Weltkrieges erlebt haben und die nun wieder aufbrach. Kämpfe zwischen links und rechts. Anfang der 1930er Jahre war das Deutsche Reich an sich nicht mehr regierungsfähig. Es war das Versprechen der Rückkehr zu alter Größe, was es vor allem bürgerlichen Kreisen und dem Militär leicht gemacht hat, den nationalsozialistischen Versprechungen auf den Leim zu gehen. Was hieß das etwa für die Kriegsmarine? Wir sehen es hier. Eine ähnliche Visualisierung haben wir schon einmal in unserer Folge zum Kaiserreich gesehen. Die Kriegsmarine strebte, geprägt auch durchaus vom Tirpitzschen Geist, wieder nach einer bedeutungsvollen Überwasserflotte. Nach und nach gelang es in den 1930er Jahren, die Restriktionen des Versailler Vertrages zu überwinden. Ein erster Schritt war 1935 der Abschluss des deutsch-britischen Flottenabkommens, der es überhaupt wieder ermöglichte, stärker zu rüsten, der dem Deutschen Reich im Bereich der U-Boot-Rüstung nahezu freie Hand ließ. Und im Jahr 1939, also im Jahr, in dem der Zweite Weltkrieg begann, veröffentlichte oder verabschiedete das Deutsche Reich einen groß angelegten Rüstungsplan, den hier dargestellten Z-Plan. Er setzte auf den Bau zahlreicher Schlachtschiffe, 12 an der Zahl. Es sollten unter anderem Flugzeugträger gebaut werden, schwere Kreuzer waren vorgesehen. Was uns aber ins Auge springt, wenn wir diesen Plan anschauen, ist, dass wir im Grunde genommen nur in der ersten Jahressäule im Jahr 1939 eine Vielzahl ausgefüllter Schiffssilhouetten sehen, die eben für realisierte Schiffsneubauten stehen. Wenn wir uns den weiteren Plan anschauen, dann sehen wir, dass wir eigentlich bis auf wenige Ausnahmen, die hier auch durch Modelle angedeutet sind, nur noch Umrisszeichnungen sehen, die für geplante, aber nicht vollendete Schiffe stehen. Das betrifft
eine ganze Schiffsklasse wie die Flugzeugträger. Das Deutsche Reich hat im gesamten Zweiten Weltkrieg keinen einzigen Flugzeugträger fertiggestellt. Das betrifft aber eigentlich auch alle anderen Überwasserstreitkräfte. Und interessant ist auch, dass wir uns anschauen, wo dieser Plan eigentlich endet, im Jahr 1947. Er war darauf angelegt, dass man in diesem Jahr die Flottenstärke erreicht hätte, die man gebraucht hätte oder von der man glaubte, dass man sie brauchen würde, um gegen Großbritannien siegreichen Seekrieg führen zu können. Und was können wir daraus sehen? Im Grunde genommen ist diesen Plan gepaart mit dem Kriegsbeginn im September 1939 das Scheitern eigentlich immanent. Dessen war sich der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, Großadmiral Erich Raeder, durchaus auch bewusst. Als das Deutsche Reich am 1. September 1939 mit der Beschießung der polnischen Westerplatte durch das Linienschiff Schleswig-Holstein den Zweiten Weltkrieg entfesselte und am 3. September 1939 der Krieg mit Großbritannien folgte, war es für Erich Raeder aufgrund des Rüstungszustands der Überwasserstreitkräfte völlig klar, dass er mit dieser noch völlig unvollkommenen Flotte keine Chance gegen die britischen Streitkräfte haben würde. Und so schrieb er in sein Kriegstagebuch, die Überwasserstreitkräfte sind aber noch so gering an Zahl und Stärke gegenüber der englischen Flotte, dass sie nur zeigen können, dass sie mit Anstand zu sterben verstehen und damit die Grundlage für einen späteren Wiederaufbau zu schaffen gewillt sind. Das heißt, obwohl dieser Krieg von Anbeginn an klar aus Perspektive der Marine nicht zu gewinnen war, erklärt ihr Oberbefehlshaber doch, dass sie ihn auf jeden Fall bis zum bitteren Ende durchkämpfen wird. Das hat sehr viel zu tun mit Erich Raeders Erfahrungen aus dem Jahr 1918, als die Meuterei in der Marine das Ende des Kaiserreichs einleitete. Und er gibt hier quasi das Versprechen ab, dass sich ein solcher Vorgang nicht noch einmal wiederholen wird. Ein weiterer Verweis darauf, wie sehr die beiden Epochen Erster und Zweiter Weltkrieg zusammenhängen. Tatsächlich spielen die Überwasserstreitkräfte, wie Raeder es hier zu Beginn des Zweiten Weltkriegs prophezeit, im Zweiten Weltkrieg, im Seekrieg des Zweiten Weltkrieges eine untergeordnete Rolle, obwohl sie hier prominent im Ausstellungsraum vertreten sind und das Schicksal einiger Überwasserstreitkräfte heute noch im kollektiven Gedächtnis verankert ist und vielen bekannt ist. Das erste Schiff, dem wir hier in der Ausstellung begegnen, ist das Linienschiff Schleswig-Holstein, eines jener schon vor dem Ersten Weltkrieg veralteten Linienschiffe, die gerade wegen ihres Alters dem Deutschen Reich belassen worden waren. Als Schulschiff wird es in der Reichsmarine verwendet. Es eröffnet den Zweiten Weltkrieg mit der Beschießung der polnischen Westerplatte am 1. September 1939. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich dieses Schiff, das Panzerschiff Admiral Graf Spee, ein Schiff der Deutschlandklasse, bereits auf hoher See. Schon im August 1939 hatte es seinen Heimathafen Wilhelmshaven verlassen und sich in Wartestellung begeben. Anschließend führt die Admiral Graf Spee im Herbst 1939 erfolgreichen Kaperkrieg im Südatlantik, bis sie von britischen Einheiten gestellt wird. Es kommt zum Gefecht vor dem Rio de la Plata. Das Schiff wird schwer beschädigt, läuft ins neutrale Montevideo ein, darf dort nur 3 Tage verbleiben. Der Kommandant kommt zu der Lagebeurteilung, dass die Chance für das Schiff, sicher nach Deutschland zurückkehren zu können, völlig aussichtslos ist, denn vor der Mündung des Rio de la Plata warten weiterhin die britischen Einheiten. Er entschließt sich, sein Schiff zu versenken. Am 17. Dezember 1939 versenkt sich die Admiral Graf Spee selbst. Ihr Kommandant Hans Langsdorff nimmt sich das Leben. Ein Großteil der Besatzung gerät in Südamerika in Gefangenschaft, wird interniert.
Ein anderes Schiff, das in Deutschland nahezu jeder kennt, der sich ein wenig mit Marinegeschichte befasst, ist das Schlachtschiff Bismarck mit der Tirpitz zusammen. Die beiden größten Schiffe, die die Kriegsmarine baut. Sie wird bei Blom und Voss in Hamburg gebaut. Sie wird 1941 in Gotenhafen im heutigen Gdynia für das Unternehmen Rheinübung vorbereitet, verlässt Mitte Mai ihren Heimathafen und die Ostsee. Im Gefecht in der Dänemarkstraße fügt sie den Briten einen schweren Verlust zu. Sie versenkt den Schlachtkreuzer Hood, ein für die Briten durchaus traumatisches Erlebnis. In Konsequenz aber mobilisiert die Royal Navy alles, was sie hat, um die Bismarck und die Prinz Eugen zu jagen. Am 24. Mai 1941 wird sie von einem Swordfish-Flieger abgeworfenen Torpedo in der Ruderanlage getroffen und am Ende versenkt. Von den nahezu 2000 Mann Besatzung überleben nur knapp über 100 Mann Besatzung, nachdem zuvor der Flottenchef Admiral Günter Lütjens noch einen Durchhaltefunkspruch ins Deutsche Reich telegrafiert hat und gemeldet hat, dass die Besatzung bis zur letzten Granate kämpfen würde und anschließend heldenhaft untergehen würde. Das Schicksal der Admiral Graf Spee und das Schicksal der Bismarck zeigen, wie sehr natürlich das Schicksal der einzelnen Besatzungsangehörigen von den Entscheidungen ihrer jeweiligen Kommandanten und Vorgesetzten abhängig ist. Lütjens Entscheidung, Kampf bis zur letzten Granate, zieht naturgemäß den Tod nahezu der gesamten Besatzung nach sich. Wir sehen hier die Sterbeurkunde eines jungen Funkobergefreiten, der zur Besatzung der Bismarck gehörte, Geburtsjahrgang 1920. Er fällt am 24. Mai 1941. Ebenfalls dem Geburtsjahrgang 1920 gehört auch der Matrose Fritz Sander an, der zur Besatzung der Admiral Graf Spee gehört. Die Entscheidung Langsdorffs, das Schiff zu versenken, nachdem er die Besatzung zuvor von Bord gebracht hat, führt dazu, dass Sander den Zweiten Weltkrieg in Südamerika überlebt. Wir hier ein Altersbild von ihm und seiner Frau zeigen können. Er verstarb eines natürlichen Todes vor wenigen Jahren. Nun lassen sich beide Schicksale sicherlich nicht 1:1 vergleichen. Lütjens befand sich auf hoher See, Langsdorff befand sich in Küstennähe. Als Lütjens den Kampf bis zur letzten Granate proklamierte, gab es bereits einen Durchhaltebefehl Räders und Hitlers, der untersagte noch einmal die Flagge zu streichen. Es war deutschen Kriegsschiffen befohlen, eben mit wehender Flagge unterzugehen. Gleichwohl zeigt das Schicksal beider Matrosen, wie sehr ihr persönliches Schicksal von den Entscheidungen ihrer Vorgesetzten abhing. Vom 18. bis 27. Mai 1941, also keine 10 Tage, dauert der Einsatz des Schlachtschiffs Bismarck im Jahr 1941. Auf 622 Seetage bringt es dieses Schiff, der Hilfskreuzer Atlantis. Wie schon im Ersten Weltkrieg sucht man dem Mangel an Überwasserstreitkräften durch den Einsatz von umgebauten zivilen Schiffen, sogenannten Hilfskreuzern, entgegenzuwirken. Dieses Schiff, die ehemalige Goldenfeld, wird zu Beginn des Zweiten Weltkrieges beschlagnahmt von der Kriegsmarine, innerhalb von 100 Tagen etwa zum Hilfskreuzer umgebaut, ausgerüstet, erhält etwa getarnte Geschütze und begibt sich dann auf ihre Kaperfahrt mit militärischer Besatzung unter dem Kommando des Kapitäns zur See Bernhard Rogge. Diese 622 Tage währende Kaperfahrt wird der längste Einsatz eines deutschen Hilfskreuzers in beiden Weltkriegen. Immerhin 22 Prisen nimmt
dieses Schiff. Gleichwohl ereilt es am Ende auch sein Schicksal. Am 23. November 1941 wird es in einem Gefecht so schwer beschädigt, dass die Besatzung sich entschließt, das Schiff selbst zu versenken. Nahezu die gesamte Besatzung kann anschließend allerdings mit Unterseebooten zurück ins Reich gebracht werden. Eine wirkliche militärische Wirkung entfalten diese Schiffe, diese Hilfskreuzer allerdings auch nicht, wenn die Leistung für sich betrachtet, frei von ihrem militärischen Kontext, natürlich eine eindrucksvolle allein in den Zahlen ist. Ein ebenfalls recht unscheinbares Schiff, ein Zerstörer, sehen wir in dieser Vitrine. Schiffe wie diese spielten eine große Rolle bei der Einnahme Dänemark-Norwegens im Unternehmen Weserübung, wie dieser Überfall auf die neutralen Staaten euphemistisch hieß. Die Kriegsmarine brauchte die norwegische Küste als Ausgangsbasen für einen U-Boot-Krieg. Im April 1940 gelang es der Wehrmacht in einer triphybischen Operation, Dänemark und Norwegen einzunehmen. Triphybisch, weil Heer, Luftwaffe, Marine in einer koordinierten Aktion daran beteiligt waren. Für die Marine gelang es auf der einen Seite, wichtige Stützpunkte zu gewinnen. Auf der anderen Seite war diese Operation mit einer großen Krise, der Torpedokrise, verbunden. Viele Torpedos, die man einsetzte in dieser Operation, zündeten nicht. Und die Kriegsmarine hatte auch schwere Verluste in dieser Operation zu verzeichnen, allen voran den Kreuzer Blücher im Oslofjord, aber auch 10 Zerstörer, 4 Unterseeboote. Sie war damit so dezimiert, dass an einen Krieg mit Überwasserstreitkräften kaum noch zu denken war. Wie schon eingangs dieser Folge gesagt, spielten die Überwasserstreitkräfte dementsprechend im weiteren Verlauf des Krieges nur noch eine untergeordnete Rolle. Spätestens mit dem Rückzug der schweren Einheiten aus der französischen Atlantikküste im Jahr 1942 in der für sich taktisch erfolgreichen Operation Cerberus und schließlich der Zerstörung der Tirpitz war eigentlich nichts mehr vorhanden. Wie im Ersten Weltkrieg spielte der Unterseeboot deshalb die große Rolle im Seekrieg des Zweiten Weltkrieges. Mit ihm werden wir uns in der nächsten Folge unserer Führung befassen. Einstweilen danke ich Ihnen fürs Zuschauen, lade Sie herzlich ein, sich auch bei uns im Haus von all dem zu überzeugen, was ich Ihnen in dieser Führung nicht nahebringen konnte, und freue mich aufs Wiedersehen. Herzlichen Dank.